Heute beantworten wir die Frage, wie kann man die Existenz Gottes beweisen? Wer oder was hat das Universum erschaffen und welche Eigenschaften muss ein solcher Schöpfer haben? Das Universum ist die Gesamtheit von allem, was existiert. Raum, Zeit, Materie und Energie, einschließlich Galaxien, Sternen, Planeten und Lebewesen. Es entstand vor etwa 14 Milliarden Jahren durch den Urknall und dehnt sich seitdem ständig aus. Warum ich das erwähne, ist, dass wir uns klar machen sollten, dass das Universum durch eine gewaltige Explosion entstanden ist, aber sich trotzdem eine vollendete Ordnung und Struktur und Ausgewogenheit im Laufe der Jahrmilliarden entwickelt hat. Erblickst du etwa einen Riss? Fragt Allah im Sure 67, Vers 3. Kann es also sein, dass überhaupt durch eine Explosion diese vollendete Ordnung im Universum entstanden sein kann? Von alleine und ohne Einwirkung einer Macht, einer Präsenz oder einer Energie? Rein durch Zufall? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Ist das überhaupt möglich? Wer hat die Materie erschaffen? Es muss doch etwas gewesen sein, das bereits existiert hat und unabhängig von der Materie ist. Das kann ich mit einem einfachen Beispiel verdeutlichen. Stell dir vor, du gehst in ein Atelier und siehst ein Gemälde an der Wand. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass dieses Gemälde einfach aus dem Nichts durch Zufall entstanden ist und sich von selbst an die Wand gehängt hat. Stattdessen würde man annehmen, dass ein Künstler Farbe, Leinwand und Pinsel verwendet hat, um das Bild zu schaffen und es jemand an die Wand gehängt hat. Ähnlich verhält es sich mit dem Universum. Für die Erschaffung des Universums müsste es eine Ursache und einen Schöpfer geben, der die Materie erschaffen hat und diesen Prozess angestoßen und geleitet hat. Dieser Schöpfer darf keinen Anfang und kein Ende haben, was so viel bedeutet wie, er muss immer existiert haben, also ewig sein. Mit dem Urknall ist auch die Zeit erschaffen worden. Sie läuft stetig und unaufhaltsam in eine Richtung ab. In 24 Stunden hat sich die Erde einmal um die eigene Achse gedreht und in 365 Tagen einmal um die Sonne. Zeit existiert nur in der materiellen Welt. Sobald wir sterben und das Jenseits betreten, treten wir ein in die Zeitlosigkeit, die sogenannte Ewigkeit, von der viele Nahtodberichtende erzählen. Betrachten wir Materie näher, erkennen wir, dass sie vergänglich ist. Das Gesetz der Entropie zeigt uns, dass Materie sich im Laufe der Zeit abbaut. Wenn Materie altersbedingt verschleißt und sich verändert, können wir schließen, dass sie nicht unendlich sein kann. Etwas, das sich verändern kann, kann nicht ewig existieren. So ist beispielsweise Eisen anfällig für Rost und erleidet irgendwann Abnutzung. Daraus folgt, dass Materie nicht die unendliche Grundlage aller Dinge sein kann, denn das Unendliche bleibt unverändert. Sure 2, Vers 29. Er ist es, der für euch alles auf der Erde erschuf. Alsdann wandte er sich den Himmeln zu und richtete sie zu 7 Himmeln auf. Und er ist aller Dinge kundig. Der Schöpfer ist derjenige, der unendliche Macht, unendliches Wissen, unendliches Leben und Willen besitzt. Schöpfung ist nur möglich, wenn diese 4 grundlegenden Eigenschaften zusammenkommen: Wissen, Wille, Kraft
und Leben. Egal was wir tun, ob wir zum Beispiel ein Buch schreiben, Fenster putzen oder Auto fahren, brauchen wir diese 4 Eigenschaften. Auch bei einfachen alltäglichen Dingen. Als Beispiel, nehmen wir mal an, du möchtest einen Kuchen backen. Du musst wissen, wie man den Kuchen backt. Du brauchst einen Willen. Und das 3., du brauchst Kraft, die verschiedenen Zutaten zu mischen, die Schüssel zu heben und den Kuchen in den Ofen zu schieben. Und schließlich ist Leben notwendig, um all diese Aktivitäten durchführen zu können. Ohne Wissen, Wille, Kraft und Leben kann nichts erschaffen werden. Die Materie selbst hat hingegen keine dieser Fähigkeiten, sondern genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn man sich die atomaren Teile und die Struktur der Materie anschaut, findet man weder Verstand noch Bewusstsein noch Leben. Materielle Dinge wie zum Beispiel ein Möbelstück sind leblos. Es muss also eine Kraft geben, die über die Materie hinausgeht, da unendliche Macht nicht begrenzt werden kann. Auch das Universum besteht aus den kleinsten Teilchen, aus den blinden und unwissenden Atomen, die einen Anfang gehabt und ein Ende haben werden und somit an die Zeit gebunden sind. Sie muss von einer zentralen Instanz gesteuert werden, die alles im Blick hat, sonst würde sofort Chaos herrschen. Stell dir nur ein großes Orchester ohne Dirigenten vor. Das Ergebnis wäre ein chaotisches Durcheinander von Geräuschen, das für das Publikum unverständlich und unangenehm wäre. Der Dirigent hat die Aufgabe, das Spiel zu koordinieren, den Takt anzugeben und sicherzustellen, dass alle Musiker harmonisch zusammenarbeiten. Er führt das Orchester und sorgt dafür, dass jeder zur richtigen Zeit und in der richtigen Weise spielt. Ähnlich braucht auch das Universum, welches viel komplexer ist, eine übergeordnete Ordnung und eine zentrale Instanz, die das Zusammenspiel der verschiedenen Elemente und Kräfte koordiniert, um ein harmonisches Ganzes zu schaffen. Ohne eine solche zentrale Steuerung würde Chaos entstehen und die Vielzahl an Teilchen und Kräften könnte nie in der Weise zusammenwirken, wie wir es erleben, und würde in kürzester Zeit zusammenbrechen. Ein weiteres Argument dafür, dass es nur einen Herrscher oder Gesetzgeber gibt, sind die einheitlichen physikalischen Gesetze, die im ganzen Universum gelten. Darunter wären zum Beispiel das Gesetz der Schwerkraft, das Gravitationsgesetz, das Ohmsche Gesetz, die Gesetze der Thermodynamik, der Energieerhaltungssatz, die Lichtgeschwindigkeit bleibt konstant, etwa 300.000 Kilometer pro Sekunde. Diese universellen Gesetze zeigen, dass es nur einen Gesetzgeber geben kann. Wenn wir davon ausgehen, dass der Schöpfer der Welt zeitlos und somit ewig ist und wir wissen, dass die Ewigkeit eins ist, sie kann nicht mehrfach existieren, dann muss es nur eine Ewigkeit geben, genauso wie auch Gott eins ist. Der Schöpfer kann mit nichts auf der Welt vergleichbar sein. Er ist eine Quelle, die weit über das hinausgeht, was sie hervorgebracht hat. Das, was geschaffen wurde, und der Schöpfer selbst sind nicht dasselbe. So wie wir wissen, dass ein lebloses Bild nicht mit dem Künstler verglichen werden kann, ebenso wenig wie ein Tisch mit einem Tischler. Wir können also zusammenfassen, dass der Erschaffer der Welt folgende Eigenschaften haben muss. Er muss eins sein, allem und jedem überlegen sein, stets lebendig und von nichts abhängig sein. Er muss zeitlos und unendlich sein und mit nichts Materiellem auf der Welt vergleichbar sein.
Diese Diskussion führt uns zu der Einsicht, dass wir als geschaffene Wesen ein Spiegelbild der Eigenschaften und Namen Allahs sind. Es eröffnet den Weg zurück zur Thematik der Religion, insbesondere zu Sure 112, die jedem Muslim vertraut ist und die Grundlage seines Glaubens bildet. In dieser Sure beschreibt sich Allah durch 5 zentrale Eigenschaften. Sure 112 – Die Aufrichtigkeit. Im Namen Allahs, des Al-Abamas, des Barmherzigen. Sprich, er ist Allah, der Einzige. Allah, der Absolute, von dem alles abhängt. Er hat nicht gezeugt und er ist nicht gezeugt worden. Und niemand ist dem Einzigen gleich. Wenn wir das rituelle Gebet verrichten, rezitieren wir diese Sure mindestens 10 Mal am Tag. Wir kommen also immer wieder auf die 5 Eigenschaften zurück, von denen wir wissen, dass nur Gott sie besitzen kann, der ein solches Siegel des einzig Allgegenwärtigen besitzt, strahlend wie die Sonne, mit grenzenlosem Wissen, unermesslicher Macht und unendliche Weisheit. Ihr dürft gespannt sein auf die nächsten Folgen, wo ich noch mehr Beweise für die Existenz Gottes und die Wunder der Offenbarungen Allahs im Koran aufzählen werde. Abonniert den Podcast, damit ihr keine Episode verpasst und wir mehr Menschen erreichen können, die sich für diese spannenden Themen interessieren.